Also willkommen in der Socken- und Strumpffabrik. Wir sind hier gerade in dem ersten Raum dieser Location und das ist voll mit Inventar. Und guckt euch das an, es geht weiter. Das sind Nähmaschinen. Sag nicht, die sind alle noch verpackt. Schaut euch dieses Schmuckstück mal an. Der nächste massive Stahltresor. Wir haben ja auch eben gesehen, dass es verschiedene Muster hier gab, der Socken. Oh! Socken, soweit das Auge reicht. Und guckt euch das mal an. Und überall sind diese Puppenbeine, wo entweder eine Socke oder eine Strumpfhose drüber gespannt ist. Das sieht unglaublich aus. Das ist ein Friedhof für Elektroschrott. Hier wurde quasi jetzt seit 50 Jahren nicht mehr gearbeitet. Das ist unglaublich. Herzlich willkommen zu einem neuen Lost Place Abenteuer auf meinem Kanal. Ich befinde mich aktuell irgendwo in Frankreich und wir schauen uns heute eine verlassene Sockenfabrik an. Könnte eine ziemlich spezielle, außergewöhnliche Location werden, hatte ich in 7 Jahren Lost Place nämlich noch nie. Seid gespannt. Hier haben wir auf jeden Fall eine richtig alte Waage. So, hier haben wir eine kleine Scheibe. Hier können wir mal reingucken. Schaut euch das mal an. Das sieht ja saugeil aus. Schon wieder so eine geile Location. Ey, das ist traumhaft, ne? Alter. Guckt euch das an. Guck mal hier. Hier, das sind Strümpfe, ne? Das sind Netzstrümpfe, jawohl. Mit Motiv. Sind Logo quasi, ne? Jawohl. Richtig geil. Also willkommen in der Socken- und Strumpffabrik. In dieser Firma wurden nicht nur Socken hergestellt. Wir sind eigentlich davon ausgegangen, dass hier nur Socken produziert worden sind. Allerdings wurden hier auch Bandagen produziert. Und hier haben wir so eine kleine Schablone, worauf die Socken dann damals gezogen worden sind. Und hier habe ich gesehen, eben hier haben wir verschiedene Muster. Schaut euch diese alte Maschine mal an. Das ist ja unglaublich. Ganz verschiedene. Da ist die Wolle hier aufgewickelt auf den Spulen. Und man konnte dann hier die Socken herstellen. Hier haben wir die nächste Schablone auf dem Boden. So einen kleinen Schaukasten. Und das ist ja mal geil. Das ist ein Musterbuch. Für verschiedene Stoffe, Leute. Guckt euch das mal an. Hier konnte man dann quasi verschiedene Farbmuster sich auswählen. Und wir sind hier gerade in dem ersten Raum dieser Location und das ist voll mit Inventar. Das hier ist eine sogenannte Presse. Alter Schwede, Leute. Ich bin ja heute mit dem lieben Markus unterwegs. Der Markus hat schon Bilder von dieser Location gesehen und er meinte gerade auch schon, das ist gar nichts, was wir gerade hier gefunden haben. Alles geht noch richtig los hier in der Location. Hier wurde noch richtig viel zurückgelassen. Hier liegen alles Socken, ne? Verschiedene Muster, verschiedene Farbtöne, verschiedener Stoff. Braucht jemand Socken? Und das ist noch wenig, Freunde, glaubt es mir. Das sieht auch aus wie so eine kleine Schablone zum Messen für ein verschiedenes Sockenpaar. Da sind sogar noch Schilder von der damaligen Reklame. Maschinen überall. Kannst du dir vorstellen, was das für eine Maschine ist? Das sind Nähmaschinen. Das habe ich noch nie gesehen. Riesennähmaschine mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, Alter. 9, 10, 11 Nadeln quasi. Das sind einzelne Nähmaschinen in einer riesigen Maschine hier, Leute. Sau coole Maschine, habe ich vorher noch nie gesehen. Hier oben ist das Spulengestell. Hier waren dann die einzelnen Stoffe auf den Spulen gespannt und diese wurden dann in die Nähmaschinen eingeführt. Aber wenn ich da so reingucke. Das ist die ganze Maschine nochmal von hinten.
Da ist die Beleuchtung schon komplett heruntergekommen von der Decke. Und hier geht es weiter in die nächsten Räume. Es hört nicht auf. Da geht's nach oben. Da werden irgendwelche Lagerräume sein. Und guckt euch das an. Es geht weiter. Die nächsten Maschinen hier. Das ist irre. Da hinten haben wir so einzelne Lagerfächer, die einzeln nummeriert sind. Da hinten steht auch noch eine richtig alte Maschine in der Ecke. Und guckt euch das mal an. Ich kann euch leider nicht erzählen, was das jetzt hier genau für eine Maschine ist. Das hier wird auch wieder so eine Art Nähmaschine sein. Unten mit der Skalierung. Insgesamt 1 Meter wurde hier skaliert. Hier hinten sieht man noch den letzten Faden, der hier verarbeitet wurde. Hier haben wir auch so eine kleine Schaltfläche. Und hier sind überall so Etiketten, sage ich jetzt mal, die wurden bestimmt pro Strumpfhose oder pro Sock beigemischt in der Verpackung. Erste Schublade, 100% Cotton, 100% Leine. Dann darunter 88% Cotton, 12% Polyamid, Nylon. Ach, ich weiß, was das ist. Das sind die einzelnen Größen. Schaut mal hier. Größe 42, 43. Wir lernen hier den kompletten Produktionsprozess der Sockenfabrik kennen. Das ist sau cool. Diese Maschine kann ich leider nicht identifizieren. Wenn einer weiß, was das hier ist, kann das gerne mal in die Kommentare schreiben. Und wir konnten bisher leider noch nicht herausfinden, warum diese Firma verlassen ist und seit wann. Das gilt es jetzt herauszufinden. Ja, hier haben wir wieder so ein Muster stehen, wo man eine Strumpfhose draufziehen konnte. Die nächste Maschine. So, aus dem Raum kamen wir gerade. Sieht aus, als wären da Lagerräume. Und hier geht's hoch. Das heißt, wir werden jetzt hier weitergehen. Angekommen im Lager. Jetzt schauen wir mal. Genau, hier wurden dann die fertigen Produkte, ob Socken oder Strumpfhosen, gelagert. Man sieht hier die Größe 40, 41, 42, 43, 44. Das heißt, jede einzelne Größe hat hier sein eigenes Lagerfach. Richtig cool. Und dann kommt man eigentlich schon an die Sache. Bewohner. Das ist wieder erste Sache. Boah, das nächste Lager. Schau dir das an. Unglaublich. 1991, das ist das erste Datum, was wir gefunden haben in der Location. Belgien, Holland, USA. Ach so, Export. In dem Lager wurden die fertig produzierten Waren wahrscheinlich zwischengelagert, um diese dann in die verschiedenen Länder zu verschicken. Was ist das denn? Oben haben wir Walzen in der Maschine und unten etwas zum Schreddern. Und hier sieht man noch, wie die gefettet sind, ne? Unglaublich. Weiter geht es. Sag nicht, die sind alle noch verpackt. Neue Sockenfolge. In den ganzen Kartons sind Socken drin. Hier sind Millionen Socken. Wie geil ist das denn? Guckt euch das an. Verschiedene Muster. 100 Paare Socken. Und angeblich sollen alle Kartons hier voll sein. Wir sind hier im Versand, ne? Die waren wahrscheinlich quasi bereit für die Lieferung, ne? Oh, guck mal, diese alte Schätzchen. Oh mein Gott, ist das geil.
Leck mich am Arsch. Guckt euch das mal an. Guck mal, hier sind sogar noch Ersatzteile. Ich weiß jetzt gerade nicht, was es ist, aber neu. Eingepackt. Mit der alten Nummer. Auch da noch so ein altes Schätzchen. Wir waren gerade wahrscheinlich im alten IT-Lager der Sockenfirma und gemäß der Technik, die hier zurückgelassen wurde und gemäß der Maschinen sieht das wirklich so aus, als wurde hier in den 70er Jahren alles stehen und liegen gelassen. Die Produktion wurde eingestellt und hier wurde quasi jetzt seit 50 Jahren nicht mehr gearbeitet. Das ist unglaublich. Und dass noch so viel Inventar hier vorhanden ist, das hätte ich im Leben nicht gedacht. Das könnte alles Office-Bereich hier sein, ne? Nee, ich glaube, da steht eine richtig alte Schreibmaschine da hinten. Guckt euch das mal an, wie das früher eingerichtet war. Das sind alles einzelne Büros hier. Eine Weltkarte. Akten über Akten, die hier gelagert worden sind. Schaut euch dieses Schmuckstück mal an. Von der Firma Hermes. Nochmal so ein Bein. Durchsichtig. Hier das Büro. Und hier haben wir einen Kalender, Leute. Kalender 2006. Das heißt, dass die Location mindestens seit 15 Jahren verlassen worden ist. Aber gemäß der Technik, wir haben tatsächlich vermutet über 50 Jahre. Akten über Akten. Saucoole Aktenschränke. Richtig cool. Und hier haben wir einen riesigen Tresor, Leute. Der ist sowas von groß und der ist noch komplett zu. Hier hat keiner probiert, den Tresor zu öffnen. Keine Chance. Der ist und bleibt verschlossen. Ein Raum weiter, der nächste massive Stahltresor. So, und dieser Computer, der passt eindeutig nicht zu dem Kalender 2006. Dann schauen wir mal, was sich hier verbirgt. Alter Schwede. Nein. Guckt euch diese Maschinen an. Hier wurde alles zurückgelassen. Da haben wir wieder ein riesiges Spulengestell. Junior 2 nennt sich diese Maschine hier. Wahnsinn. Okay, die sehen aber tatsächlich moderner aus. Schönes, modernes Touchpanel hier auf der Maschine. Würde ich jetzt sagen. Genauso wie die schönen Dinger hier. Hier steht einfach noch alles rum. Guckt euch mal die Ersatzmotoren an. Alles Motoren. Die sind richtig was wert. Das ist die komplette Instandhaltung hier auch. Zur Instandsetzung. Und es hört nicht auf. Das sind alles Maschinen für die Sockenproduktion. Jeder von uns zieht ja die Socken an. Jeden Tag, hoffe ich natürlich. Und jetzt einmal zu sehen, was da alles hintersteckt. Was für ein Produktionsprozess. Und was für eine Arbeit auch. Das ist schon Wahnsinn, ne? Da haben wir Werkbänke für die Instandsetzung. Und es geht noch weiter, ne? Es hört absolut nicht auf. Boah. Hier haben wir nochmal verschiedene Farbstoffe. Wir haben ja auch eben gesehen, dass es verschiedene Muster hier gab, der Socken. Und guck mal hier, was hier alles hinter ist, hinter so einer Maschine. Wie viele einzelne Teile. Die absoluten Ehrenmänner können ja gerne mal die Glocke aktivieren auf YouTube.
So, und hier haben wir eine weitere Maschine, weitere Büroräume, glaube ich. Und hier haben wir alles voller Socken. Guckt euch das an. Hier ist alles voller Socken. Das sieht auch echt putzig aus. So, und das könnten die Socken sein, die verschickt werden für den Versand. Das sind alles leere Kartons, aber ich sehe jetzt keine vollen Kartons. Und das könnte so ein Meisterbüro sein. Man sieht nämlich teilweise echt, wie sich die Natur, die Location so ein bisschen zurückholt. Hier jetzt zum Beispiel, da wachsen einfach die Pflanzen da rein. Wir haben den Moos hier an den Wänden. Es tropft aus allen Ecken. Das finde ich hier bei den Lost Places so spannend, ne? Der natürliche Verfall. Ohne Vandalismus. Und so muss es sein, Leute. Hier haben wir auch so eine kleine Rampe. Und ich sehe, dass hier in so einen Wagen 7 Kartons reingepasst haben. Und dann dementsprechend hier mit der Rampe hoch und runter gerollt worden sind. Das kleine Meisterbüro. Hier haben wir einen weiteren Kalender 1999. Das könnte doch schon eher zutreffen. Das heißt, seit 22 Jahren wird hier nicht mehr produziert. Hier in den Kisten befinden sich überall solche Holzgestelle. Ich vermute, dass diese Holzgestelle damals in den Laden ausgestellt wurden und zum Verkauf angepriesen worden sind. Sogenanntes Display ist das. Das hier sollen wohl alles Testmaschinen sein. Sprich, wenn die fertigen Socken produziert worden sind, wurden diese dann hier getestet. Die wurden durch die Waschtrommel geschmissen, die wurden auf verschiedener Hitze gewaschen etc. Und das passierte dann alles hier in der Teststraße. Das wird ein weiterer riesiger Lagerraum sein. Aber das ist riesengroß, die Firma. Da könnte es ja auch spuken. Und hier haben wir noch eine richtig schöne Waage, wie bereits am Anfang gesehen. Und schaut mal hier, der Schaltschrank. Hier ist noch jedes einzelne Kabel drin. Hier haben wir noch keine Kupferdiebe oder Kabeldiebe gehabt. So Leute, hier vorne war eine Fledermaus. Die habe ich hier gerade durchfliegen gesehen. Da haben wir den nächsten Aufzug. Ein richtig schönes Bild hier. Und hier liegen alles Rollen von Frankiermaschinen. Leute, schaut euch mal diesen Gang an. Wir befinden uns mittlerweile in der ersten Etage. Und ich glaube, wir waren gerade nur im Keller. Und hier geht es jetzt nochmal richtig los. Und hier stehen überall Maschinen. Guckt euch das mal an, die verschiedenen Spulen hier, verschiedenen Stoffe in verschiedenen Farben. Aus wie vielen Teilen die Maschine hier besteht. Das ist doch unglaublich. Ich hätte auch wirklich keine Lust, die Maschinen hier alle in Stand zu setzen. Und hier sehen wir, wie der Fuß hier rausguckt und die Socke immer noch um den Fuß ist. Dann der Besen hier drin. Und überall sind diese Puppenbeine, wo entweder eine Socke oder eine Strumpfhose drüber gespannt ist. Das sieht unglaublich aus. Hier sehen wir nochmal die Marke der Maschine. Bentley Comet. Da die nächste Strumpfhose. Und dann die komplette pinke Tapete hier in der Bude. Das sieht saugeil aus. Die ganzen verschiedenen Farben, die man hier
bestellen konnte bei der Firma. Da auch weitere Maschinen. Socken, soweit das Auge reicht. Sogar in Glitzer. Ich schätze mal, dass die Sachen hier in Geschäften ausgestellt worden sind. Oder auf Messen eher. Das würde, glaube ich, mehr Sinn machen. Die waren sogar ausgestattet für Kindersocken. Eine weitere große Halle. Oh. Die nächste riesige Halle. Voll mit Elektroschrott. Das ist ja mal Wahnsinn. Das ist ein Friedhof für Elektroschrott. Alles dabei, ob es eine Kasse ist, ein Telefon ist, ein Computerbildschirm ist, eine Tastatur ist, ein Faxgerät ist. Hier ist alles mit dabei. Richtig krass. Und es hört nicht auf. Damit bedanke ich mich vielmals fürs Zusehen. Wir haben gerade eine echt nicht alltägliche Location gefunden. Ich würde mich riesig über ein Like, einen Kommentar und ein Abo natürlich freuen. Und ich hoffe, dass ihr bei unserem nächsten Lost Place Abenteuer wieder dabei seid. Haut rein, bleibt gesund. Ciao.